Diese Coffeelog-Folge geht es um eine wichtige Entscheidung, die mein Leben die folgenden 3 Monate deutlich beeinflussen sollte. Ich nehme euch mit in die Vorbereitung dafür, in einen geilen Burgerladen, auf ein Craft-Beer-Tasting, auf eine Kaffeeverkostung. Macht euch einen Kaffee oder Tee, lehnt euch zurück und genießt die Show. Viel Spaß! The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Was geht ab? Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, ob ich mit nach Guinea will, um dort Aufnahmen zu machen von den neuen Processing-Methoden, von der ersten Farm, wo sie jetzt quasi die neue Ernte einfahren, mit neuen Methoden, experimentellen Methoden. Es gibt 3 Phasen, die eine wäre im Dezember, dann eine wäre zwischen den Jahren und eine wäre Ende Januar bis Mitte Februar. Und ja, wahrscheinlich werde ich das machen. Crazy. Lass es mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen, aber eigentlich braucht man sich das nicht durch den Kopf gehen lassen. Ich muss einfach nur überlegen, wie ich es organisiere etc. Würde bedeuten, ich würde mit denen nach Guinea fliegen und wäre dort vor Ort, würde dort quasi die einzelnen Schritte mitmachen, würde das Ganze dokumentieren und daraus eine Dokumentation bauen. Habe ich noch nie gemacht. Wäre auf jeden Fall eine chillige Erfahrung. Was? Geht bald nach Afrika. Was geht ab? Das würde einiges an Vorbereitung und Organisation bedeuten. Da ich aber meinen Job in der Schweiz nur an den Wochenenden hatte, war es eine Leichtigkeit, dachte ich. Auf der Arbeit lief es immer besser und ich konnte die ruhigen Minuten sinnvoll mit dem Verbessern meiner Kaffeeskills verbringen. Unter der Woche war ich bei meiner Familie. Alicia hatte ihr erstes Nasenpiercing bekommen und mit meinem Bruder Manu habe ich die ersten Testaufnahmen gemacht, denn wir wollten einen Fußball-YouTube-Channel für ihn und seinen Kollegen Timon aufziehen. Ihr könnt ja gerne mal checken, was aus den Nachwuchstrainern bis jetzt auf YouTube, Instagram und TikTok geworden ist. Ja, eine Live-Übung, die für den Kopf ist. Das hier ist der Jäger und das hier ist der Hase. Also ein Peace-Zeichen und eine Pistole. Und dann... Spoiler-Alarm, sie gehen richtig ab. Ja, und dann war es Zeit. Ich war ready und hatte eine feste Entscheidung getroffen. Aber das ist so weit. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Irgendwann zurückrufen. Dann ging es darum, den richtigen Termin zu finden für diese Reise, was ein bisschen ein Hin- und Hergeschiebe war, weil ich mir natürlich Urlaub nehmen musste für die Zeit und es natürlich über Weihnachten immer schwierig ist, Urlaub zu nehmen. Alles klar. Okay, crazy. Also es würde eventuell klappen, dass ich sogar 2 Termine mitgehe. Das heißt einmal 16. bis 17. Dezember und es wäre dann übers Neujahr hin bis zum 2. Januar. Oder alternativ wäre dann der zweite Termin nochmal, wie dann gemeint, der 23. Januar rum bis zum 10. Februar, wo es dann nochmal auf diese Tour gehen würde. Crazy, ey! Das ist einfach viel zu viel Videomaterial. Da muss ich definitiv nochmal Speicherkarten shoppen gehen. Impfungen. Ich habe den Tipp bekommen vom Gesundheitsamt, dass ich doch mal bei der Kollegin anrufen soll, die eine Impfberatung macht. Und da rufen wir doch jetzt mal an. Wenn ihr mal nach Westafrika reisen müsst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich euch ein ausführliches Video über die Impfungen. Ja, das ist jetzt schon mal mega interessant. Ich krieg da schon mal den ganzen Cocktail von Hepatitis, Gelber Fieber, Chlorea-Impfung. Klingt nach einem guten Mix. Ich bin auf dem Weg zum Arzt. Und werde jetzt dort die Impfungen mal abklären, was man da macht, was man da braucht. Da es Sinn macht, sich immer noch eine Zweitmeinung einzuholen, habe ich abgeklärt, was sie mir empfehlen würden, habe das Ganze mit meinen Empfehlungen vom Gesundheitsamt verglichen, bin dann wieder heimgefahren, um am nächsten Tag die Medikamente abzuholen. So Leute. Kenia schmeckt voll nach Marmelade. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Apotheke und dort werde ich meine Impfungen bezahlen. Jetzt die nächsten Tage gespritzt und dann geht's bald los. Nach der Apotheke geht's nach Freiburg, dort esse ich noch einen Burger mit Eileen und dann muss ich demnächst mal ein bisschen Videos bearbeiten, weil ich habe zu viel Videomaterial. Ich melde mich zurück, wenn ich an der Apotheke bin.
Der meiste Schutz erfolgte durch Impfungen. Bei der Malaria-Medikation muss man vor der Anreise ein paar Tage, während der kompletten Reise und ein paar Tage danach jeden Tag eine Pille schlucken. Und als ob das nicht schon genug gewesen war, hat mich der Preis für die ganze Medikation ziemlich aus den Schuhen gekickt. Boom, Medi-Shopping ist vorbei, ey. Zack, die gebe ich mir heute Abend noch, dann geht's rund. Das ist noch nicht ganz alles, es kommt noch ein bisschen was dazu. Mir fehlt das Malaria-Medikament, es kommt jetzt nochmal, da muss ich noch eine doppelte Dosis holen, quasi für die Zeit, nachdem ich wieder zurück bin, weil in der Zeit muss man das Ganze nämlich auch nehmen. Und dann werde ich noch die Gelbfieberimpfung machen und das werde ich beim anderen Arzt machen müssen. Dann sind wir wahrscheinlich bei roundabout 500 € für die ganzen Impfstoffe, Tabletten, Medis etc. Ja, so ist das, wenn man ins Ausland geht. Ich gehe jetzt nach Freiburg, jetzt gibt es erstmal Burger. Burger, nice, los geht's. Und da sind wir mal wieder bei kurzen Food-Tipps angelangt. Beim Bruder Wolf könnt ihr nice Snacks ergattern. Kaffee oder Tee, leider kein Specialty Coffee. Abends könnt ihr dort auf Cocktails vorbeikommen. Für uns gab es in dem Fall nur Schoki und Tee und natürlich ein bisschen was Süßes. Und wer ist wir? Und da kommen wir auch zur mysteriösen Eileen, welche eine sehr enge Freundin ist, die ihr euch definitiv merken müsst. Ich hatte von ihr ein paar Folgen davor gesprochen, denn sie war es, die mir den Job in der Schweiz besorgt hat. Ich habe jetzt hier echt als Garnitur zu dem Schoki Frühstückskisten, Schokokissen. Hallo, voll geil. Und der zweite Food-Tipp für alle Burger-Fanatiker unter uns, das Burger Chalet in Freiburg. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Speichert euch in Maps ab. Und habt ihr schon mal dort gegessen? Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch da gefallen hat. Übrigens kurz unbezahlte Werbung für diese abgefahren geilen Bilder an der Wand, die sind von Sebastian Werle, ihr findet ihn auf Instagram. Nach diesem Tasty Afternoon ging es nach Hause, wo schon wieder Neuigkeiten auf mich warteten. Yo, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Zuerst die schlechten oder erst die guten? Ich weiß es nicht. Erst die schlechten. Die Schweiz hat angerufen, die Bußgeldbehörde hat sich gemeldet und nochmal mit mir darüber gesprochen, dass es echt nicht geht, dass sie nochmal da was reduzieren können. Sie wollten einfach nochmal nachfragen, wie denn da die Situation war und so weiter und so fort. Jedenfalls war das leider dann so, dass ich den ganzen Betrag zahlen muss. Sie können nicht runtergehen. Aus diesen 2 Strafzellen hätte das einer sein müssen und dieser eine hätte schon mit Anwaltskosten etc. verbunden sein müssen. Aber sie haben das in 2 aufgeteilt, von dem her danke dafür. Ja, ich muss trotzdem die 240 Franken zahlen. Ich halte die Schweiz. Ich hoffe, ihr macht nicht denselben Fehler. Gute Nachricht. Buchbinder hat sich gemeldet wegen meines actionreichen Umzuges. 20 € habe ich von denen quasi geschenkt gekriegt. Plus, ich muss nicht den Sprit zahlen. Das wären auch mal 40, 50 € gewesen. Das heißt, da habe ich ca. 70 € gespart. Wenn man das mit der Schweiz verrechnet, dann war der Strafzettel doch gar nicht so teuer. Ja, das regelt sich irgendwie alles immer wieder, wenn man sich einfach nur dafür einsetzt. So. Aktuelle Probleme gibt es aus Afrika, dass der Container nicht ankommt. Der Container mit den Maschinen, das heißt, es kann sein, dass ich dieses Jahr gar nicht mehr nach Afrika fliege, sondern erst nach Guinea kann, wenn 2020 ansteht. Sprich, ich würde dann im Januar erst hinfahren. Nichtsdestotrotz muss ich die Impfungen machen. Da habe ich ja jetzt ein paar Euros zahlen müssen. Jetzt kriege ich gerade noch hier einen Anruf von meiner Mutter. Da muss ich ran. Mama? Wichtigster Tipp, wenn ihr so eine Reise macht, fangt rechtzeitig an, euch zu impfen. Dadurch, dass die ganze Reise recht spontan war, hatte ich jetzt das Problem, dass ich möglichst schnell alle Impfungen reinballern musste. Wir fangen heute, würde ich sagen, mit der ersten Rabipur an. Mit der ersten Tollwut. Dann kriege ich sie am nächsten Dienstag die zweite und in 3 Wochen die dritte. Und die Impfabstände werden wir einhalten. Ja? Aber anders kann ich es nicht machen, sonst liegen wir mit der Zeit blöd. Nächsten Dienstag bin ich in Basel. Machen Sie mich nicht wahnsinnig. Wann? Wann? 12 muss ich spätestens dort sein. Ja, dann machen wir halt um 8. Können wir um 8 Uhr machen? Ja, kein Problem. Und kann ich dann auch noch ganz normale Tag durchmachen? Wissen Sie was? Sie können es einfach ignorieren, dass Sie geimpft worden sind und dann ist das in Ordnung. Ja. Ja? Wir sehen uns noch einmal wahrscheinlich die Woche noch einmal zum Impfen, sonst kommen wir nicht ganz durch. Sie sind gesund, Ihnen geht's gut. Keine Erkältung schafft, also wirklich auch keine einfangen. Rennen Sie davor, wenn eine kommen will. So. Können Sie hier hinstellen? Ja. Wir vom Videoplay. Das war's schon. Das war's. Jack. Die komplizierte Impfplanung hatten wir also hinter uns gebracht. Und Leute, wenn ihr es könnt, nicht so wie ich, dann fangt an, rechtzeitig die Impfungen zu planen. Ich bin nach Hause gegangen und hatte jetzt die Strafzettel endlich bezahlt, die ich so lange vor mir hergeschoben hatte.
Dann ging ich in die Schweiz arbeiten und ich wollte endlich mal wieder ein paar positive Erinnerungen an das Land knüpfen. Ich mache mich jetzt noch ein bisschen auf den Weg in die Stadt und dann werde ich wahrscheinlich noch zu dem Craft Beer Festival gehen. Hier ist Basel Dom Bier Festival, keine Ahnung wie der Name ist. Ist auf jeden Fall in der Markthalle hier, 8 Minuten weg. Mal schauen, was es kostet, mal schauen, ob ich da noch reinkomme um die Uhrzeit. Bis 11 müssten wir eigentlich offen haben. Checken wir es mal ab. Ja Leute, wenn ihr es wissen wollt, klickt gerne mal hier auf die Karte oder unten auf den Link in der Beschreibung. Ich habe euch das mal wieder rausgepackt, weil es einfach zu lang für einen Coffee-Log wäre, aber trotzdem interessant ist mit euch zu teilen. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Als ich dann zurück ins Hotel gekommen bin, hatte ich ein paar Craft-Biere im Gepäck und habe die dann zusammen mit Memo und Isabella probiert. Isabella! Bier! Isabella, meine Arbeitskollegin, hatte die Abendschicht im Hostel und hatte so verantwortungsvoll, wie ich sie kennen und schätzen gelernt habe, natürlich erst ihre Schicht beendet, bevor wir das Tasting gestartet haben. Darf ich euch nun die Biere vorstellen? Ein Light IPA, ein Sour Cherry IPA, ein Imperial Stout im Whisky Bourbon Fass gelagert. Geschmacklich ist das Light IPA wirklich sehr leicht, sowohl im Geschmack als auch im Alkoholgehalt. Spritzig, fruchtig, Zitrusnoten, super chillig, super geil. Das Sourbier dagegen ist, wie der Name schon sagt, wirklich sauer, erfrischend und sehr, sehr fruchtig. Wirklich mit dem Geschmack einer Kirschbrause. Da werden mich heute wahrscheinlich Bierfreaks richtig killen. Wenn ich das von so weit oben einschenke. Ist mir Wayne. Und dann haben wir unser Bourbon Barrel Aged Bier. Ja, und dann das Imperial Stout im Whisky Bourbon Fass gelagert. Ein schweres, samtiges, cremiges, schokoladiges Craftbier. Auf jeden Fall in der Winterzeit ein wahrer Genuss. Schwarz-Rot-Gold. Schöner Geschmack. Memo, was sagst du zu den Biers? Boah! Stark. Probier. Servus zusammen. Das ist ein Video mehr. Wir haben gerade hier Biertasting gemacht. Sehr nice. Sehr nice. Der pinke war der beste. Sauerbier. Was Sour hat dir Cherry. geschmeckt, welches? Also diese schwarze wie Kaffee. Schwarze Bier wie Kaffee. Das Whisky Stout. Whisky Bourbon Stout. Stout. Hammer. Hammergeil. Ich fand sie alle nice. Schönen Abend, wir sind durch. Tschüss. Sie haben sie gut vertragen, gell? Ja, das ging gut. Immer der Arm war ein bisschen taub am Abend und am nächsten Mal. Aber sonst. Kaum war ich nach dem Wochenende wieder zu Hause, ging es weiter mit Impfungen. Ich bitte euch nochmal, Leute, wenn ihr Zeit habt, macht die Impfungen rechtzeitig. Okay für Sie? Post. Was? So, das war's jetzt schon mit der Impfung Nummer 2 für Typhus. Und da fehlt jetzt noch eine Spritze. Und jetzt muss ich mal noch abchecken, wann die Gelbfieber ist, weil die darf sich nicht überlappen mit den anderen Impfungen. Wir dürfen nicht zweimal am selben Tag was impfen. Passt. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher, weil der Flug noch nicht bestätigt wurde, dass das klappt schon über Weihnachten. Wir impfen jetzt aber alles, machen alles bereit. Bin ich einfach ready. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann klappt es ja nächstes Jahr. Aber dann ist schon mal in trockenen Tüchern. Kaum war ich zu Hause, gab es noch einen Anruf vom Arbeitsamt. Leute, merkt euch eins, Probearbeiten muss angemeldet werden. Sonst bekommt ihr ziemlich Ärger. Naja, genauso wie der Wohnsitz in Deutschland, wenn ihr in der Schweiz arbeiten wollt. Das war aber wenigstens nicht ganz so kompliziert, wie ich gedacht hatte. Das ist ja gar nicht so aufwendig, wie man immer denkt, ne? Aber Hauptsache 10.000 Blätter geschickt. Und dann war ich das Wochenende darauf auch noch im Bahnhofscafé der Kaffeemacher in Basel eingeladen. Die neue Kaffeeernte war da und sie haben ein Tasting organisiert. Die Farm selber ist gut 3 Hektare groß. Dann Leica ist ein Microlot, das ist eine Parzelle. Und Honey heisst bei uns etwas anderes, als man Honey kennt. Das erkläre ich später noch. Außerdem haben wir gelernt, was die Reposa-Phase bei der Kaffeeaufbereitung bewirken kann. Das alles erfahrt ihr im Coffeelog Plus. Link in der Beschreibung oder auf die Karte im Eck klicken. So, ich bin zurück im Hostel. Es war sehr interessant, die Kaffees zu probieren von der neuen Ernte. 4 Samples, die sie geröstet hatten. Es waren insgesamt 8 Kaffees. Ich habe mit Philipp gesprochen wegen eines Thursday-Tastings und er hat gesagt, wir sollen mal direkt schreiben, dann machen wir einen Termin aus, dann kann ich mich vorbeikommen und ein bisschen die Röstprozesse bei denen filmen. Und wen ich noch jetzt getroffen hatte, war die Gloria. Sie wohnt in der Schweiz, aber ist irgendwie überall rumtraveln, weil sie eine krasse Tasting-Coffee-Expertin ist. Gloria habe ich tatsächlich schon mal gesehen in Berlin auf der World of Coffee, als ich im Juni dort als Volunteer dabei war und hatte sie dort schon quasi kennengelernt, Backstage, als die Kaffees ausgesucht wurden für die Cup Tasting Championship. Das war ein cooler Abend, ich gehe pennen. Gute Nacht.
Hey Leute, vielen Dank fürs Anschauen. Abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das nächste Mal nicht verpasst. Und da checke ich die Kaffeeszene in Köln ab. 2 Sekunden hier und schon sind die Handys am Start. Wir können ewig weiterlaufen. Ja, lass uns stehen bleiben.